Spät ist gut. Story-Pakete. Geschichte 1. Ein Hochzeitsmissgeschick. Tom war an seinem Hochzeitstag nervös. Die Zeremonie war für 15 Uhr angesetzt. Er verlor das Zeitgefühl, als er sich fertig machte. Sein Trauzeuge erinnerte ihn daran, sich zu beeilen. Aber der Verkehr war schlimmer als erwartet. Die Uhr tickte näher gegen 15 Uhr. Die Gäste fingen an zu flüstern und zu zappeln. Die Braut Sarah wartete ängstlich am Altar. Minuten fühlten sich an wie Stunden. Gerade als die Zeremonie beginnen sollte, kam Tom an. Er eilte herein, atemlos und nervös. Aber Sarah sah ihn und lächelte. Die Spannung schmolz dahin. Ihre Blicke trafen sich und alles klickte. Tom entschuldigte sich, aber Sarah lachte. Das hat es einfach unvergesslicher gemacht, sagte sie. Die Zeremonie begann und Liebe erfüllte die Luft. In diesem Moment fühlte es sich perfekt an, zu spät zu kommen. Geschichte 2. Spätblüher. 4 Freunde versammelten sich in einem Café. Sie waren alle in den 30ern. Jeder verspürte den Druck, erfolgreich zu sein. Aber das Leben war nicht wie geplant verlaufen. Maya hatte gerade einen neuen Job angefangen. Nach Jahren im Finanzwesen hatte sie ihre Karriere gewechselt. Besser spät als nie, scherzte sie. Daniel arbeitete an seinem ersten Roman. Er hatte immer davon geträumt, Schriftsteller zu werden. Endlich gehe ich meiner Leidenschaft nach, sagte er. Sarah kehrte zur Schule zurück. Sie wollte Umweltwissenschaften studieren. Ich habe das Gefühl, dass ich von vorne anfange, gab sie zu. Meg beschäftigte sich nach Jahren im Verkauf mit Kunst. Ich möchte einfach nur etwas kreieren, lächelte er. Sie teilten ihre Ängste und Träume. Unter ihnen floss Unterstützung. Sie merkten, dass sie nicht allein waren. Spätzünder hin oder her, sie blühten. Der Zeitpunkt des Lebens war für jeden von ihnen unterschiedlich. Sie hoben ihre Brille und feierten neue Anfänge. Geschichte 3. Die späte Ankunft. Jessica kam zu spät zum großen Treffen. Sie eilte nervös in den Sitzungssaal. Alle Augen richteten sich auf sie. Der Theo war mitten im Satz. Jessica nahm schnell ihren Platz ein. Sie spürte das Gewicht des Urteils. Aber dann passierte etwas Unerwartetes. Der Projektor hat eine Fehlfunktion gehabt. Frustration breitete sich im Raum aus. Jessica nutzte den Moment. Lass uns Ideen sammeln, während wir warten, schlug sie vor. Das Team zögerte und nickte dann. Sie führte eine lebhafte Diskussion. Die Ideen flossen frei und lösten Begeisterung aus. Als der Projektor endlich funktionierte, waren sie bereit. Die Präsentation war ein Erfolg. Jessicas späte Ankunft war zu einem Segen geworden.
Ihr Selbstvertrauen stieg. Manchmal kann das Team zu unerwarteten Möglichkeiten führen. Geschichte 4. Enthüllung des Staus. Mark steckte im Stau fest. Seine übliche Route war blockiert. Frustration brodelte in ihm. Er warf einen Blick auf die Uhr und war spät dran. Plötzlich hatte er eine Idee. Er hat das Radio angemacht. Ein Talkshow-Moderator diskutierte über Lebensentscheidungen. Mark hörte aufmerksam zu. Das Gespräch fand großen Anklang bei ihm. Er dachte über seinen Job und seine Karriere nach. War er wirklich glücklich? Ihm wurde klar, dass er durchs Leben gefahren war. Die Ampel wurde grün. Aber er blieb stehen, gedankenverloren. Er kritzelte Notizen auf eine Serviette. Ideen für ein neues Unternehmen entstanden in seinem Kopf. Der Verkehr wurde endlich geklärt. Aber Mark fühlte sich anders. Er fuhr zielstrebig nach Hause. Manchmal kann das Festsitzen zu Klarheit führen. Geschichte 5. Die Entscheidung in letzter Minute. Emily starrte auf ihr Handy. Die Einladung zum Konzert blitzte auf dem Bildschirm auf. Es ist in einer Stunde passiert. Sie zögerte und wog ihre Optionen ab. Sollte sie gehen oder zu Hause bleiben? Ihre Freunde drängten sie, mitzumachen. Lebe ein bisschen. Sie schrieben eine Synthese. Mit einem tiefen Atemzug entschied sie sich. Sie schnappte sich ihre Jacke und eilte hinaus. Der Bus hatte Verspätung, was ihre Angst noch verstärkte. Schließlich kam sie am Veranstaltungsort an. Die Musik pulsierte durch die Luft. Emily verspürte eine Welle der Aufregung. Sie kaufte ein Ticket und trat ein. Die Menge schwankte und tanzte. Sie entdeckte einen alten Freund auf der anderen Seite des Zimmers. Sie umarmten sich und waren überrascht, sich zu sehen. Zusammen genossen sie den Abend. Emily wurde klar, dass sie diese Freude fast verpasst hätte. Entscheidungen in letzter Minute können zu unvergesslichen Momenten führen. Geschichte 6. Verpasste Verbindungen. Sarah kam immer zu spät. Sie war bekannt für ihre Verspätung. Im Café traf sie Alex. Er wartete auf seinen Freund. Sie tauschten ein Lächeln aus, als sie vorbeieilte. Wochen vergingen und ihre Wege kreuzten sich wieder. Dieses Mal unterhielten sie sich. Ihre Gespräche verliefen wie von selbst. Beide kamen zu spät zu ihren jeweiligen Treffen. Sie haben darüber gelacht. Vielleicht ist es nicht so schlimm, zu spät zu kommen, sagte Alex. Sie fingen an, sich regelmäßig zu treffen. Jedes Mal tauschten sie Geschichten und Träume aus. Ihre Verbindung vertiefte sich beim Kaffee. Eines Tages kam Sarah früh an. Sie hatte Angst, alleine zu warten.
Als Alex ankam, bemerkte er es. Warum der frühe Start? Er hat gehänselt. Ich wollte dich überraschen, antwortete sie. Ihre Augen trafen sich und Funken flogen. Manchmal führen verpasste Verbindungen zu etwas Schönem. Geschichte 7: Das Geschenk der Zeit. Oliver beeilte sich immer. Er kam an diesem Tag, geht zu spät zur Arbeit. Frustriert nahm er einen längeren Weg. Als er ging, bemerkte er einen Park. Es war lebendig und lebendig. Er beschloss, einen Umweg zu machen. Er saß auf einer Bank und atmete tief durch. Kinder spielten in der Nähe und es ertönte Gelächter. Er sah zu, wie ein Paar ein Picknick genoss. Die Zeit schien langsamer zu werden. Oliver spürte, wie eine Welle des Friedens ihn überkam. Ihm wurde klar, dass er seit Ewigkeiten keine Pause mehr eingelegt hatte. Die Welt war wunderschön, doch er hatte sie verpasst. Nach einer Weile stand er auf. Mit einem Lächeln ging er zurück. Er kam zur Arbeit, aber sein Geist war leicht. Dieser späte Start hatte ihm ein Geschenk gemacht. Manchmal ist ein Moment der Pause alles, was wir brauchen. Geschichte 8: Die Verzögerung, die Leben gerettet hat. Anna kam zu spät zu ihrem Termin. Sie eilte durch die belebten Straßen. Als sie eilte, hupte ein Auto laut. Sie blickte erschrocken zurück. In ihrer Ablenkung übersah sie eine rote Ampel. Aber sie bewegte sich weiter und wollte unbedingt ankommen. Plötzlich summte ihr Telefon mit einer Nachricht. Der Termin war verschoben worden. Erleichterung überkam sie. Sie beschloss, stattdessen Kaffee zu trinken. Während sie in der Schlange stand, hörte sie ein Gespräch mit. Eine Frau war in Not und brauchte Hilfe. Anna kam auf sie zu und bot Unterstützung an. Sie unterhielten sich und die Frau erzählte von ihren Kämpfen. Zusammen fanden sie Lösungen. Stunden später erhielt Anna einen Anruf. Ein Freund hatte an der Kreuzung einen Unfall gehabt. Die Zeit verlangsamte sich, als sie die Nachrichten verarbeitete. Wenn sie nicht zu spät gekommen wäre, hätte sie dort sein können. Die Verzögerung hatte sie vor Gefahren bewahrt. Manchmal schützen uns die Umwege des Lebens auf unerwartete Weise. Geschichte 9: Die Chroniken eines Nachtzügers. Jack kam ständig zu spät. Seine Freunde haben ihn deswegen gehänselt. Zeit ist ein Vorschlag, sagte er grinsend. Eines Abends kam er zu spät zu einer Party. Die Musik war voller Energie und Gelächter erfüllte die Luft. Alle haben sich schon unter die Leute gemischt. Jack fühlte sich unbehaglich, als er eintrat. Aber dann passierte etwas Unerwartetes. Er traf einen alten Klassenkameraden. Sie hatten sich seit Jahren nicht gesehen.
Ihr Gespräch löste Erinnerungen und Gelächter aus. Bald versammelten sich andere, fasziniert. Jake wurde zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Seine späte Ankunft hatte Energie in den Raum gebracht. Im Laufe der Nacht erzählte er Geschichten. Jede Geschichte brachte alle mehr zum Lachen. Er erkannte, dass es Vorteile hatte, zu spät zu kommen. Manchmal bringt es unerwartete Freude. Von da an begrüßte Jake seine Verspätung. Schließlich hat jede verspätete Ankunft eine Geschichte zu erzählen. Geschichte 10. Die Schönheit des Wartens. Maya saß an der Bushaltestelle. Der Bus hatte wie immer Verspätung. Sie holte ihr Buch heraus, um sich die Zeit zu vertreiben. Die Seiten blätterten langsam um, aber ihre Gedanken wanderten. Sie bemerkte ein kleines Mädchen in der Nähe, das zeichnete. Buntstifte tanzten über den Bürgersteig und schufen ein Meisterwerk. Maya lächelte, fasziniert von der Konzentration des Mädchens. Die Welt um sie herum verblasste. Ein paar Bänke weiter stritt sich ein Paar. Doch inmitten des Chaos blieb das Mädchen gelassen. Maya sah zu, wie die Zeichnung Gestalt annahm. Es war eine farbenfrohe Sonne mit lächelnden Gesichtern. Endlich kam der Bus an. Aber Maya zögerte und nahm sich einen Moment Zeit. Sie näherte sich dem Mädchen. »Deine Zeichnung ist wunderschön«, sagte sie. Das Mädchen strahlte vor Stolz. Maya stieg in den Bus und fühlte sich leichter. Das Warten hatte ihr einen Moment der Verbundenheit gegeben. Manchmal entfaltet sich Schönheit in den Pausen des Lebens. Geschichte 11. Der unerwartete Besucher. Spät, an einem regnerischen Abend lag Sam zusammengerollt auf der Couch. Er hatte eine ruhige Nacht zu Hause geplant. Sein Lieblingsfilm wurde leise im Hintergrund abgespielt. Plötzlich hallte ein Klopfen durch das Haus. Verwirrt warf er einen Blick auf die Uhr. Wer könnte es um diese Uhrzeit sein? Er öffnete vorsichtig die Tür. Da stand eine alte Freundin Claire, durchnässt vom Regen. »Überraschung«, rief sie aus und schüttete Wasser ab. Sams Überraschung verwandelte sich in Freude. Sie hatten sich seit Jahren nicht gesehen. Er lud sie ein und kochte schnell Tee. Als sie sich eingelebt hatten, verbreiteten sich Geschichten. Gelächter erfüllte den Raum und erwärmte die kalte Luft. Sie schwelgten in Erinnerungen an gemeinsame Abenteuer und verlorene Zeit. Die Nacht verging wie im Flug, voller Verbindungen. Als Claire endlich ging, hatte der Regen aufgehört. Sam war dankbar für den unerwarteten Besuch. Manchmal bereiten die Überraschungen des Lebens die größte Freude. Geschichte 12. Der letzte Zug nach Hause. Lila stand auf dem Bahnsteig und schaute nervös auf ihre Uhr. Der letzte Zug des Abends war jeden Moment fällig. Sie hatte den Abend auf der Party eines Freundes verbracht, gelacht und getanzt.
Aber jetzt spürte sie das Gewicht der Erschöpfung. Als der Zug einfuhr, stieg sie schnell ein. Die Kutsche war fast leer. Ein paar müde Reisende waren verstreut. Sie fand einen Platz am Fenster, dankbar für die Ruhe. Als sich der Zug zu bewegen begann, wanderten ihre Gedanken. Sie dachte an die Nacht, die Gespräche, die Freude. Plötzlich ruckte der Zug bis zum Stillstand. Lidas Herz raste. Was war passiert? Der Dirigent kündigte eine Verzögerung aufgrund technischer Probleme an. Sie seufzte und lehnte ihren Kopf gegen das kühle Glas. Minuten vergingen und die Stille machte sich breit. Sie zog ihr Handy heraus und blätterte durch Fotos von der Nacht. Eine Nachricht tauchte auf. Hatte heute Abend viel Spaß. Lass es uns bald wieder machen. Ein Lächeln schlich sich über ihr Gesicht. In diesem Moment wurde ihr klar, dass die Reise genauso wichtig war wie das Ziel. Manchmal ermöglichen die Verzögerungen Nachdenken und Dankbarkeit. Geschichte 13. Der vergessene Geburtstag. Tom wachte an einem regnerischen Morgen auf und fühlte sich etwas unwohl. Sein Telefon summte vor Benachrichtigungen, aber er ignorierte sie. Er kochte Kaffee und gewöhnte sich an seine gewohnte Routine. Im Laufe des Tages bemerkte er, dass seine Freunde ungewöhnlich still waren. Erst als er in den sozialen Medien nachschaute, wurde ihm das klar. Heute war sein Geburtstag. Eine Welle der Enttäuschung überkam ihn. Er hatte auf Feierlichkeiten gehofft, aber nichts war geplant. Da er sich vergessen fühlte, beschloss er, spazieren zu gehen. Der Regen hatte aufgehört und ein frischer Duft lag in der Luft. Als er durch den Park schlenderte, sah er Familien und Paare, die den Tag genossen. Plötzlich summte sein Telefon mit einem Anruf. Es war sein bester Freund Mark. Hey, wir sind bei dir zu Hause. Überraschung. Er schrie. Toms Herz raste, als er sich umdrehte und nach Hause eilte. Als er ankam, flog die Tür auf. Seine Freunde begrüßten ihn mit Jubel, Luftballons und Kuchen. Die frühere Traurigkeit schmolz augenblicklich dahin. Manchmal entstehen die besten Momente durch unerwartete Überraschungen. Geschichte 14. Eine zufällige Begegnung. Lena betrat das überfüllte Café und suchte Wärme in der kühlen Herbstluft. Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee umhüllte sie. Sie bestellte das Übliche und fand einen kleinen Tisch am Fenster. Als sie an ihrem Drink nippte, bemerkte sie einen Mann, der in der Nähe skizzierte. Sein Stift tanzte über die Seite und fing die Welt um ihn herum ein. Fasziniert lehnte sie sich näher, um sich seine Arbeit anzusehen. Er blickte auf, nahm ihren Blick auf und lächelte. »Zeichnest du auch?« fragte er mit strahlenden Augen von Neugier. Lena schüttelte den Kopf und fühlte sich schüchtern. »Ich bewundere es einfach«, antwortete sie. Sie kamen ins Gespräch und erzählten Geschichten über Kunst und Leben.
Die Zeit verging wie im Fluge, sie lachten und Ideen austauschten. Als es Zeit war zu gehen, spürte Lena einen Funken Verbundenheit. Treffen wir uns wieder, schlug er vor und reichte ihr eine kleine Skizze. Es war eine einfache Zeichnung von ihr, die ihre Essenz festhielt. Lena verließ das Café, ihr Herz leuchtete. Manchmal führen zufällige Begegnungen zu neuen Freundschaften und unerwarteter Inspiration. Geschichte 15. Der Mitternachtssnack. Jake war um Mitternacht hellwach und sein Magen knurrte. Er hatte versucht zu schlafen, aber der Hunger zog ihn aus dem Bett. Er ging auf Zehenspitzen in die Küche und öffnete den Kühlschrank. Das Licht flackerte an und brachte Reste und Snacks zum Vorschein. Er stöberte durch und entschied sich für eine kalte Pizza. Als er es aufheizte, hörte er ein leises Miauen. Seine Katze Whiskers kam ins Zimmer. »Sieht aus, als wärst du auch wach«, kicherte Jake und teilte sich ein Stück. Sie saßen beide am Küchentisch. Die Stille der Nacht umhüllte sie. Bei jedem Bissen dachte Jake über seinen Tag nach. Die Arbeit war stressig gewesen, aber jetzt fühlte es sich fern an. Er warf einen Blick auf Whiskers, der sich neben ihm niedergelassen hatte. In diesem Moment fühlte er sich zufrieden. Bei Mitternachtssnacks ging es nicht nur um Essen, sondern auch um Komfort. Als er seine Pizza aufgegessen hatte, lächelte er. Manchmal bringen die einfachsten Momente den größten Frieden. Geschichte 16. Die letzte Seite. Maya hatte wochenlang dasselbe Buch gelesen. Es war ein packendes Geheimnis, das sie auf Trab hielt. Jeden Abend machte sie es sich damit gemütlich und war gespannt auf die nächste Wendung. Aber als die Seiten immer kleiner wurden, schlich sich ein Gefühl der Angst ein. Sie wollte nicht, dass es endet. An einem regnerischen Nachmittag fand sie endlich den Mut. Mit einer Tasse Tee in der Hand setzte sie sich in ihren Lieblingssessel. Als sie das letzte Kapitel las, raste ihr Herz. Die Handlung entwickelte sich auf unerwartete Weise und ließ sie raten. Als sie die letzte Seite umblätterte, überkam sie eine Mischung aus Befriedigung und Traurigkeit. Sie schloss das Buch und starrte auf das Cover. Es fühlte sich an, als würde man sich von einem alten Freund verabschieden. Maya dachte über die Reise nach, auf die sie mitgenommen hatte. Manchmal führen Endungen zu neuen Anfängen. Mit einem Lächeln legte sie es in ihr Regal, bereit, es anderen zu empfehlen. Jede Geschichte hinterlässt Spuren, und diese würde in ihrem Herzen verweilen. Geschichte 17. Der versteckte Garten. Im Herzen der geschäftigen Stadt stieß Clara auf eine alte Gasse. Neugierde überkam sie, als sie den schmalen Pfad hinunterwagete. Am Ende entdeckte sie ein rostiges Tor, das leicht angelehnt war. Als sie ihn öffnete, betrat sie einen versteckten Garten. Überall blühten lebendige Blumen, deren Farben an den Steinwänden lebendig waren. Die Luft duftete, eine süße Flucht vor dem Lärm der Stadt.
Als sie durch den Garten wanderte, verspürte sie ein Gefühl des Friedens. In der Mitte sprudelte sanft ein kleiner Springbrunnen, umgeben von üppigem Grün. Clara saß auf einer verwitterten Bank, verzaubert von der Schönheit um sie herum. Sie schloss die Augen und atmete die heitere Atmosphäre ein. In diesem Moment wurde ihr klar, wie oft sie durchs Leben eilte. Diese versteckte Oase erinnerte sie daran, langsamer zu werden. Als sie ging, versprach sie, zurückzukehren. Manchmal liegen die gehischsten Orte direkt vor uns und warten darauf, entdeckt zu werden. Geschichte 18. Der unerwartete Besucher. An einem tristen Nachmittag lag Emma zusammengerollt auf der Couch, verloren in ihrem Lieblingsbuch. Der Regen prasselte gegen die Fenster und schuf eine gemütliche Kulisse. Plötzlich unterbrach ein lautes Klopfen ihre friedliche Flucht. Erstaunt legte sie das Buch zur Seite und öffnete die Tür. Da stand ein durchnässter Fremder, der einen kleinen Hund in der Hand hielt. »Tut mir leid, Sie zu stören, aber mein Auto ist kaputt gegangen«, sagte er und zitterte leicht. Ohne zu zögern lud Emma ihn ein. Sie schnappte sich ein Handtuch und bot es ihm und dem Hund an. »Danke, dieser kleine Kerl ist Max«, sagte er lächelnd, als er den Welpen trocknete. Sie unterhielten sich, während sie sich eine Tasse heiße Schokolade teilten. Ein Lachen erfüllte den Raum. Als es weiter regnete, spürte Emma, wie eine Wärme zwischen ihnen wuchs. Mitten im Sturm entstand eine unerwartete Verbindung. Als der Regen endlich aufhörte, überprüfte der Unbekannte sein Handy. »Ich sollte gehen, aber kann ich dich wiedersehen?«, fragte er mit einem hoffnungsvollen Blick in seinen Augen. Emma nickte überrascht, wie schnell sich der Nachmittag verändert hatte. Manchmal entstehen die denkwürdigsten Momente aus ungeplanten Begegnungen. Geschichte 19. Der ungeschriebene Brief. Ella fand beim Reinigen ihres Dachbodens eine alte Kiste. Staubkörner tanzten im Sonnenlicht, als sie es öffnete. Im Inneren entdeckte sie Briefe, Fotos und längst vergessene Erinnerungen. Ihr fiel ein Umschlag auf, der an sie adressiert war. Neugierde war geweckt, sie öffnete es vorsichtig. Der Brief war von ihrer verstorbenen Großmutter, geschrieben vor Jahren. Während sie las, erfüllte sich ihr Herz mit Wärme. Ihre Großmutter erzählte Geschichten über ihre Jugend, Träume und Lebenslektionen. Ella konnte fast ihre Stimme hören, erfüllt von Liebe und Weisheit. Tränen stiegen auf, als sie merkte, wie sehr sie vermisst hatte. Inspiriert beschloss Ella, einen Brief zurückzuschreiben. Sie schüttete ihr Herz auf die Seite und erzählte von ihrer eigenen Reise. In diesem Moment spürte sie eine Verbindung zwischen Zeit und Raum. Der ungeschriebene Brief verwandelte sich in eine Brücke zwischen den Generationen. Manchmal tragen Worte das Gewicht der Liebe, auch wenn sie nicht ausgesprochen werden. Geschichte 20. Die Begegnung am Bahnhof. Am geschäftigen Bahnhof lehnte sich Alex an eine Säule und beobachtete, wie die Welt vorbeirauste. Reisende eilten zu ihren Bahnsteigen, versunken in ihren eigenen Gedanken.
Er wartete auf einen Zug, der sich anfühlte, als würde er niemals ankommen. Die Zeit schien sich zu dehnen, als er erneut auf die Uhr schaute. Plötzlich stieß eine Frau auf ihn zu und ließ fast ihren Kaffee fallen. »Es tut uns leid«, rief sie mit großen Augen aus. »Gar kein Problem«, antwortete Alex lächelnd. Sie begannen ein Gespräch, beide waren erleichtert über eine Ablenkung. Ihr Name war Mia und sie war auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch. Sie erzählten Geschichten über ihr Leben, Gelächter durchdrungen die Luft. Im Laufe der Minuten vertiefte sich die Verbindung zwischen ihnen. Als die Ankündigung für Alex' Zug endlich kam, war er enttäuscht. »Kann ich dich wiedersehen?« fragte er und sein Herz raste. Mia lächelte und zog ihr Handy heraus, um Nummern auszutauschen. Auf jeden Fall, sagte sie und ihre Augen funkelten. Als Alex in den Zug stieg, blickte er hoffnungsvoll zurück. Manchmal können flüchtige Momente zu dauerhaften Verbindungen führen. Geschichte 21. Die vergessene Melodie. Auf einem alten Dachboden entdeckte Lili das verstaubte Klavier ihrer Großmutter. Neugierde geweckt, öffnete sie den knarrenden Deckel. Die Schlüssel waren zwar abgenutzt, hatten aber einen gewissen Charme. Sie drückte ein paar und erzeugte sanfte, nostalgische Noten. Während sie spielte, tauchte eine Melodie aus ihrem Gedächtnis auf. Es war eine Melodie, die ihre Großmutter immer spielte. Lili schloss die Augen und ließ die Musik durch sich hindurch fließen. Jede Notiz brachte lebendige Bilder von Familienfeiern und Gelächter zurück. Entschlossen, das Lied neu zu spielen, übte sie täglich. Nachbarn hörten ihr leises Spiel oft durch die Fenster wehen. Eines Abends, nach einem langen Tag, perfektionierte sie es endlich. Mit einem tiefen Atemzug setzte sie sich hin und spielte die Melodie in voller Länge. Die Musik tanzte um sie herum und umhüllte sie mit Wärme. Als sie fertig war, füllten sich Tränen in ihren Augen. In diesem Moment spürte sie die Gegenwart ihrer Großmutter, die sie führte. Die vergessene Melodie wurde zu einer Brücke zu geschätzten Erinnerungen und erinnerte sie an Liebe und Verbundenheit.